Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar wollen wir heute was ganz Besonderes machen. Wie ihr sehen könnt, neue Kamera. Es ist richtig geil. Ja, ich habe ein bisschen investiert und vielen Dank an Unleashed Design, dass er mir hier geholfen hat, eine Kamera auszusuchen. Es war wirklich dringend nötig. Ihr habt euch allesamt beschwert, dass das Bild einfach echt furchtbar sei, dass ich Lags habe, weil ich zu wenig FPS habe und dass die Qualität echt räudig ist. Ja, ich habe bislang mit meinem Handy aufgenommen, jetzt nicht mehr. Jetzt steht hier so ein riesiges, gewaltiges Ding vor meiner Schnauze, okay, das einfach mega geile Bilder macht. Schaut euch mal diese Crispheit an. Ihr könnt quasi direkt hier bei mir im Gesicht die Pickel zählen, okay, das ist super geil. Will man unbedingt haben, aber echtes 4K und ja, ich freue mich mega. Also nochmal Dankeschön Unleashed, dass du mir geholfen hast, eine Kamera auszusuchen. Link von seinem Channel in der Beschreibung, er macht Webdesign, ist ein super geiler Channel, könnt ihr gerne mal reingucken. So, jetzt zum eigentlichen Video. Achso, wenn ihr wollt, dass ich ein Video über mein Setup mache, dann schreibt mir das gerne. Das wäre nochmal ein separates Ding. Ich will heute allerdings was anderes mit euch machen. Und zwar über VPNs reden. Ja? Mich hat ein Freund angeschrieben, privat, und hat gemeint, sag mal, Cedric, wie ist das eigentlich? VPNs für Normalos wie mich, also er ist kein Informatiker, lohnt sich das eigentlich? Da steht dabei, die Dinger schützen vor Hackern. Und wir wollen heute abklären, ob das eigentlich Bullshit ist oder ob das vielleicht sogar ein bisschen wahr ist. Denn immerhin die VPNs, die werben ja allesamt damit, dass sie ganz geile Sachen machen und hier verschlüsseln auf Militärstandard und so weiter und so fort. Ja, wir wollen das alles angehen. Zunächst einmal VPN, ja, ich weiß, ihr habt wahrscheinlich 1 Milliarde Mal Werbung gesehen. Dieses Video hier ist nicht gesponsert von NordVPN oder sonst irgendwem, sondern einfach nur eine, naja, neutrale Betrachtung von dem Ganzen. Das heißt, ich beziehe mich hier nicht auf einen speziellen VPN, sondern auf alle VPNs, okay? Kleiner Disclaimer hier, dieser Kanal richtet sich nicht unbedingt an IT-Experten, sondern, dafür ist eigentlich eher mein Hauptkanal da, sondern der Kanal richtet sich eher an Leute, die interessiert sind an dem, was ich zu erzählen habe, deswegen Vlog-Kanal, und an Leuten, die einfach vielleicht ein kleines bisschen eine Meinung brauchen, oder nicht unbedingt eine Meinung, aber eine begründete Meinung, um alltägliche IT-Probleme oder Mythen vielleicht aufzuklären. Ja, ich hätte den Kanal genauso gut Mythbuster IT oder sowas nennen können, aber ja. So, um erklären zu können, ob VPNs jetzt geil sind gegen Hacker oder nicht, müssen wir natürlich erstmal abklären, was genau macht eigentlich ein VPN. Und ja, dazu müssen wir erstmal angucken, wie genau ihr eigentlich ins Internet geht. Das heißt, ihr seid das hier, okay? Ihr geht ins Internet und wollt auf eine Webseite zugreifen. Zum Beispiel diese hier, youtube.com. Das ist das Ding hier. So, und jetzt, haha, reingeguckt, wollt ihr natürlich hier eine Verbindung aufbauen, damit ihr Daten übertragen könnt, wie etwa dieses Video. Habt ihr schon getan, mehrere tausend Mal wahrscheinlich. Und ja, eigentlich nichts Besonderes. Ein VPN macht jetzt Folgendes. Wir haben diese zwei Bobbel hier und in der Mitte kommt jetzt noch ein Bobbel dazu. Das heißt, wenn ihr ins Internet geht, geht ihr nicht mehr direkt zu der Webseite, sondern ihr geht über den VPN. Also ihr geht zum VPN und der VPN geht dann an die Webseite, okay? Das bedeutet, ihr habt dann nicht mehr diese direkte Verbindung, sondern ihr habt quasi diesen Zwischenhop drin. Und das macht das Ganze ein wenig anders. Sozusagen wie jemand, der eure Anfragen in eurem Namen übermittelt, aber euren Namen nicht rausgibt. Quasi wie ein Rechtsanwalt, wenn ihr so wollt. Und ja, das ist im Endeffekt alles, was VPNs tun. So, das heißt, die eigentlichen Features von VPNs sind nicht mal irgendwie eine krasse Verschlüsselung oder sowas, sondern die eigentlichen Features ist dieser Hop in der Mitte, ja, mit dem ihr auf eine Webseite geht. Und klar, da kann man so viele Hops einbauen, wie man möchte, aber was bringt denn das genau? Nun, die Verbindung von euch zu dem VPN ist natürlich verschlüsselt. Und das ist schon ein Feature, wenn man so möchte. Aber Verbindungen zu Webseiten sind heutzutage ohnehin eigentlich immer verschlüsselt, weil ja, es eben sehr viele Hacker da draußen gibt. Ne? Wenn ihr dieses HTTPS seht, dann ist es ein Zeichen dafür, dass diese Webseite verschlüsselt, und zwar auf Militärstandard. Und deswegen ist das schon eigentlich gar kein so großes Feature mehr. Es gibt natürlich Webseiten, die haben keine Verschlüsselung, aber da zeigen mittlerweile alle Browser eine Warnung an. Sowas wie, hey, diese Webseite ist unsicher, Achtung, keine Kreditkartendaten eingeben, oder Vorsicht, Hacker könnten ihre Zugangsdaten stehlen. Das heißt, das eigentliche Feature von VPNs ist eigentlich das Verschleiern der IP-Adresse. Das heißt, ja, eigentlich nicht die Verschlüsselung oder sowas, sondern wirklich nur, dass ihr eure IP-Adresse nicht mehr öffentlich preisgebt. Die IP-Adresse ist laut Gesetz und tatsächlich auch Urteilen ein personenbezogenes Datum. Das bedeutet so viel wie, das Ding
führt dazu, dass ihr identifiziert werden könnt. Nicht unbedingt vom Webseitenbetreiber, aber vom Webseitenbetreiber, der eure IP-Adresse hat, in Kombination mit Unity Media, Telekom, Vodafone, den ganzen Internetanbietern. Ja? Und deswegen ist es eine schützenswerte Sache. Das heißt, man muss als Webseitenbetreiber IP-Adressen wie Namen oder E-Mail-Adressen behandeln. Kein Witz. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, selbst wenn ihr auf eine Webseite geht ohne VPN, dann ist das, was tatsächlich übermittelt wird und was der VPN natürlich schützt, nicht irgendwie eure Daten, sondern eigentlich eure IP-Adresse. Jetzt ist natürlich die Frage, was genau macht eigentlich ein Hacker mit einer IP-Adresse? Nun ja, er kann gar nichts damit machen. Zumal er sowieso für diese IP-Adresse erstmal die Webseite quasi betreiben müsste. Außer ihr geht auf einen bösartigen Link, aber das ist sowieso eine andere Geschichte. Das heißt, mit einer IP-Adresse kann der Hacker erstmal nicht wirklich was machen. Warum benutzen andere Menschen dann trotzdem ein VPN? Wie zum Beispiel ich auch. Ich benutze meistens eigentlich einen VPN. Und ja, wo wird er eigentlich eingesetzt? Nun ja, der Ort sind normalerweise öffentliche WLANs bzw. WLANs, wo ihr nicht allen Leuten vertrauen könnt. Wie zum Beispiel auch zu Hause, vielleicht mit euren Geschwistern oder Eltern, falls ihr da was verstecken wollt. Auch viele Apps haben das Problem, dass sie ihre Daten eigentlich gar nicht richtig verschlüsseln. Das heißt, die Dinger werden unverschlüsselt übertragen. Das heißt, wenn ihr einen VPN verwendet, am besten in öffentlichen Netzwerken und auf dem Handy nutzen. Wenn ihr allerdings Online-Banking macht oder YouTube guckt oder Einlogdaten oder sowas übertragt, dann ist das natürlich überhaupt kein Problem, weil die werden in den allermeisten Fällen richtig verschlüsselt, also von Webseiten zumindest. Bei Apps kann man es leider nicht so richtig angucken, aber wenn ihr das HTTPS seht, dann braucht ihr da keine Angst haben, dass eure Login-Daten irgendwie geklaut werden. Da braucht ihr überhaupt keinen VPN, nicht mal in einem öffentlichen Netzwerk. Der eigentliche Zweck von VPNs ist allerdings nicht unbedingt, dass ihr euch gegen Hacker schützt, sondern dass eure Metadaten, die unverschlüsselt übertragen werden, selbst wenn ihr eine verschlüsselte Webseite aufruft, wie zum Beispiel YouTube, dass ihr die trotzdem verstecken könnt, mit einem VPN eben. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auf gewissen Seiten unterwegs seid, Pornoseiten, und nicht wollt, dass Unity Media und Telekom und Co. wissen, was ihr da eigentlich gerade macht, dann ist ein VPN die Wahl, die ihr braucht. Bei öffentlichen Netzwerken ist allerdings so die Devise, lieber ganz draußen bleiben und wenn ihr rein müsst, dann besser mit einem VPN. Das ist wie beim Sex auch, okay? Kein Sex haben ist die beste Verhütung. Mit Kondom ist ein kleines bisschen besser. Das Kondom ist hier quasi der VPN und ohne ist halt mutig, ja? Okay, das war's von meiner Seite schon wieder. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.